Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotos TV. Mein Name ist Sebastian und heute testen wir endlich wieder Winkelschleifer. Und zwar so richtig. Und ja, der Parkside ist in Flammen aufgegangen, hat geraucht und gekokelt, wie es nur geht. Das schauen wir uns heute an, denn wir haben im Test Einhell, Bosch Grün, nochmal Bosch Grün, Parkside und Works im Test auf der Teststation und wir quälen sie heute so richtig. Und natürlich kannst du auch heute in diesem Video etwas gewinnen, und zwar Werkzeug. Viele von euch kennen das inzwischen schon. Du willst wissen, welches Werkzeug? Geh einfach bei uns auf die Seite, da findest du die Werkzeuge, die wir aktuell verlosen. Du kannst aus einem Pool von Werkzeug dir dein Lieblingswerkzeug aussuchen, wenn du gewonnen hast. Übrigens auf der Seite siehst du auch, ob du gewonnen hast oder eben nicht. Ab und zu wechseln wir das Sortiment, also insofern mach regelmäßig mit und sei dabei. Alles, was du machen musst, ist einfach mal unten in die Kommentare deine Meinung oder deine Erkenntnisse heute aus diesem Video zu schreiben. Ich freue mich total, dass wir Winkelschleifer mal wieder testen, und zwar mit unserer Testvorrichtung. Wie die funktioniert und warum wir das gemacht haben, komme ich gleich dazu. Wenn du eine detailliertere Erklärung zu unserer Testvorrichtung haben möchtest, das Video dazu verlinke ich dir hier oben. Da haben wir auch ein interessantes Ergebnis gehabt, nämlich Makita gegen Fake, und Fake ist nach 6 Minuten kaputt gegangen. Irre, aber apropos nach 6 Minuten kaputt gegangen. Hallo Parkside. Aber das erkläre ich gleich. Und wir müssen dringend darüber sprechen, was hier passiert ist und warum das passiert ist und was du machen kannst, damit dir das nicht passiert. Lass uns mal darüber sprechen, welche Geräte haben wir hier eigentlich. Ich habe hier Einhell, und zwar habe ich hier das Gerät von Einhell TCAG 115-750. 750 wird natürlich für 750 Watt stehen, und genau deswegen haben wir jetzt hier auch noch 2 Bosch-Geräte. Und zwar den Universal Grind 750 115. Ja? Und hier haben wir das Gerät PWS 750 115. Also wirklich Bosch Grün, sage ich jetzt mal. Aber wir haben wirklich 2 Geräte, die leicht anders aussehen und trotzdem 750 Watt haben. Und ob die verschieden schnell sind und wirklich einen Unterschied machen in unserem Test, das schauen wir uns gleich mal an. So, dann haben wir noch Parkside, der berühmte Parkside PWS 115C3. Und dann den Works WX717. Der Works steckt da drin, und da gerade sowieso hier drin ist, machen wir jetzt mal Folgendes, kümmern wir uns auch mal jetzt um unsere Testvorrichtung. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier eine Testvorrichtung gebaut, mit der wir das Ganze hier testen können, nämlich wir können den Winkelschleifer hier einspannen und dann hier mit einem definierten Gewicht hier runterfahren lassen, ohne dass wir selber es beeinflussen, also ohne dass wir selber dastehen, drücken, machen, tun und zu doll drücken und sagen, oh, läuft ja gar nicht, oder zu wenig, oder hüpft nur und so weiter. Ja? Dementsprechend haben wir das hier gebaut, haben hier das Gewicht neutralisiert mit dem hier, und ihr seht hier auch, wir machen es mal so, das bleibt wirklich stehen hier an der Stelle, und dann belasten wir es hier mit einem bestimmten Gewicht. Nochmal ganz wichtig für euch, wir belasten es nur mit einem Gewicht, beziehungsweise mit einem Tasten uns immer höher, höher, höher und schauen, was ist das Maximalgewicht, mit dem er schneidet. Übrigens, wenn man mit keinem Gewicht arbeiten würde, würde das Gerät nur hier so ein bisschen auf dem Ganzen tanzen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen hier einen sauberen, ordentlichen Schnitt durchhaben. Jetzt haben wir den Works auch hier auf dem Tisch, und lasst uns mal über Preise sprechen. Der Bosch, der etwas professionellere Bosch Grün kostet 50 €, der andere 45 €, der Works auch 45 €, der Einhell 33 € und der Parkside kostet 30 €. Normalerweise gehen wir jetzt ja hin und gucken uns die Geräte ein bisschen genauer an, und oh, da riecht aber auch verbrannt. Übrigens werden wir den auch gleich nochmal aufschrauben, ja, aber oh, finster, finster, finster. So, also normalerweise gucken wir uns die Geräte hier noch mal ein bisschen genauer an, aber ganz ehrlich, wir brauchen das nicht. Da gibt es jetzt nicht groß was zu sehen. Zwischen den beiden ist ein gewisser kleiner Unterschied, okay, aber das sind alles irgendwie halt günstige kleine Winkelschleifer. Rein von der Optik, Haptik, welches würde ich mir kaufen? Ganz klar würde ich das Gerät von Bosch nehmen, weil das wirkt am vertrauenerweckendsten. Nicht weil Bosch, 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 sondern einfach, wenn ich mir das angucke, gegenüber dem Einhell-Gerät ist einfach ein bisschen mehr Metall, ein bisschen hier, ein bisschen da. Aber wobei, wenn ich jetzt das in der Hand habe, gibt es einen großen Vorteil bei Einhell, ist ein bisschen kleiner, ja, also vom Umfang. Kann natürlich auch wieder Ursachen haben, anderer Motor, kleiner Motor und so weiter. Das werden wir ja gleich rausbekommen, denn wir werden jetzt testen. Wir werden mit unserer schönen Vorrichtung testen und lassen jetzt die einzelnen Geräte halt mal laufen. Und das Ergebnis ist wirklich interessant.
Das war ein Test. Mann, oh Mann, oh Mann. Also wir haben wirklich fast einen ganzen Tag gebraucht, nur um das hier zu testen. Wir haben halt eben nicht nur einen Test gemacht. Wir sehen jetzt hier, wir haben richtig viel hier vor uns her getestet. Abschnitte ohne Ende, haben wirklich die einzelnen Tests unterbrochen, haben nochmal gemacht, haben das Gewicht tariert und haben wirklich lange gebraucht. Jedes Gerät hat mindestens 3-mal hier einen Test gehabt, ist durchgeschnitten und so weiter und so fort. Wir haben hier übrigens Metall geschnitten, ich meine, logisch, ja, und zwar sind das 8 mm Platten, die wir hier eingesetzt haben und entsprechend hier durchgeschnitten haben. Das Ziel ist ja immer, dass das Gerät wirklich einmal komplett eine Bahn hier entsprechend runterschneidet. Zusätzlich haben wir hier auch Geräte mit nur 115 mm. Und das hat halt auch dazu geführt, dass wir vielleicht auch hier den Schutz nicht an der richtigen Stelle hatten. Dann lagen wir dann auf hier an einer Stelle, mussten wir den Test nochmal wiederholen und machen und tun. Hat ewig gedauert, aber jetzt haben wir Testergebnisse. Und übrigens, wie hart wir die Geräte rangenommen haben, sehen wir auch, wir haben hier wirklich verschlissene Scheiben ohne Ende. Wir haben auch sowas hier fabriziert, dass wir wirklich mal eine Scheibe, dadurch, dass es in Vibration gerät ist, das Gerät hat angefangen zu tanzen auf dem Ganzen, weil es zu wenig Druck hatte, ist dann hier außermittig gerutscht und hat dann hier sich auch entsprechend abgenutzt. Oder auch ein Gerät, wo wir es wirklich geschafft haben, auch die Mitte mal rauszureißen, weil wir halt so extrem getestet haben, so viel Druck auch aufgebaut haben, geguckt haben, wo geht denn die Reise hin, was kann dann so ein Gerät eigentlich? Und apropos, möchte ich euch eine Sache noch mal ans Herz legen. Wenn wir so eine Verbundscheibe sehen, die kann halt auch mal schnell kaputt gehen und die kann dir halt auch, du siehst hier, einfach mal um die Ohren fliegen und dann bupp, landet es irgendwo. Das kann dir mit so einer Scheibe eben nicht passieren. Ja? Das ist eine Metallscheibe, damit kannst du Metall schneiden und die geht eben nicht kaputt. Und der große Vorteil, sie wird nicht kleiner. Das nur mal am Rande. Ja? Bosch Expert, habe ich ein Video dazu gemacht, verlinke ich dir mal hier oben. So, aber lass uns mal zu den einzelnen Geräten kommen. Und unser Ziel war es, rauszubekommen, welche dieser Geräte hat eine gute Performance für den Preis. Deswegen haben wir sie so austariert vom Gewicht her auch, dass sie, wie sie halt am schnellsten durchs Material durchkommen. Wir haben sie dabei aber natürlich auch ordentlich belastet, weil häufig ist die Grenze, wo sie am schnellsten durchkommen, kurz vor der Lastgrenze. Ja, sodass, wo sie auch wirklich heiß werden und arbeiten und machen und tun. Und deswegen machen wir jetzt mal Folgendes, wir gucken uns jetzt mal an, was ist denn das Ergebnis? Und da fangen wir mit unserem teuersten Gerät an. Bei unserem PWS 5715 haben wir eine Zeit von 53 Sekunden. Das muss man ein bisschen relativieren. Vielleicht sind es 51, vielleicht sind es 54, aber so um die 53 Sekunden hat er gebraucht, um einen kompletten Schnitt zu machen. Was ich ehrlicherweise sagen muss, den ganz schön schnell. Also 53 Sekunden für so ein fettes Material, groß durch, 15 cm Höhe, einmal durchgeschnitten. Krass. Hat funktioniert. Kommen wir zu unserem anderen Bosch, dem Universal Grind 750-115. Ja? Bei dem haben wir ein Ergebnis von 55 Sekunden, also gar nicht so viel mehr. Das ist quasi Rundungsdifferenz, da merkst du ja kaum noch einen Unterschied. Kommen wir jetzt zu unserem Works. Bei Works haben wir eine Zeit von 52 Sekunden. Hätte ich überhaupt nicht erwartet. Wir müssen ja sagen, hier 50, 45, 45, ergo dieselbe Preisrange, aber der Works ist wirklich schnell durchgekommen in dem Test und hat so seinen Dienst gemacht. Was ich an dem eigentlich ganz cool finde, ist, der hat einen sehr geringen Durchmesser hier. Ja, damit kannst du schön greifen und schön arbeiten. Ich will die ganze Zeit so machen, das ist natürlich Quatsch. Kannst du schön damit arbeiten. Also das ist eine coole Sache, muss man sagen. Und von der Zeit her kann ich jetzt schon sagen, es ist der schnellste. Dann kommen wir jetzt hier zu unserem Einhell. Der hat gebraucht 61 Sekunden. Also ist nochmal deutlich länger. Wir haben mehrere Tests gemacht. Nochmal hier, nochmal da und geguckt, ob es irgendwie schneller geht. Das sind die finalen Ergebnisse. Ja? 61 Sekunden. Kommen wir zu unserem Parkteil und da war es wirklich schwierig. Es war schwierig, das richtige Gewicht rauszubekommen und ein Gewicht, bei dem er gut schneidet. Wir haben leider nur einen vollständigen Testdurchlauf, wo er richtig schön gelaufen ist und da hat er 1 Minute 50 gebraucht. Also deutlichst länger als die anderen Geräte. Und dann kam der finale Testdurchlauf und da gab es ein Missverständnis. Das ist wichtig zu verstehen. Es gab ein Missverständnis beim Testen, beim Bauen, nämlich wir haben uns verständigt, haben gesagt, ja, über bestimmte Zeichen, jetzt nehmen wir was runter oder mach was rauf. Und da gab es das Missverständnis, anstatt etwas runterzunehmen, wurde noch etwas raufgelegt, wurde das Gewicht erhöht. Und in dem Moment
Ende. Dann war Schmorgeln, Schmorgeln und kurz vor Brennen, dann ist das Gerät gestorben. Und dann konnten wir ergo keine schnellere Zeit mehr rausbekommen. Und wir haben jetzt nicht gesagt, wir kaufen jetzt noch ein neues Gerät und machen es nochmal neu. Und jetzt ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Wir werden das Gerät uns gleich auch mal aufschrauben und uns angucken. Aber wichtig ist Folgendes. Theoretisch kann das erstens mit allen Geräten passieren, theoretisch, weil wir haben hier überall ganz normal Brushed Motoren und wir haben hier Geräte, die vielleicht eine Abschaltung haben, eine Hitzeabschaltung oder nicht, das wissen wir nicht, weil, was ist denn hier passiert? Das Gerät wurde extrem heiß. Wir haben hinterher mit der Wärmebildkamera mal geschaut, wie heiß ist er denn, und wir hatten hier oben eine Temperatur von 85 Grad. Und ich habe mit solchen Geräten schon gearbeitet, das wirklich auch selber, und die an die Lastgrenze gebracht. Und dann passiert Folgendes, sie werden wirklich sehr heiß und du hörst dann einfach auf. Du merkst dann einfach, oh Gottes Willen, das wird so warm, das willst du gar nicht mehr festhalten. Und dann hörst du auf und dann gehen die auch nicht kaputt. Das Gerät hier selber, das wird ganz normal mit Metall arbeiten können. Wird vielleicht nicht das schnellste sein, aber du kannst hier, was wir jetzt rausbekommen haben, du kannst nicht so viel drücken und dann kriegt es schnell seine Temperatur und irgendwann stirbt es dann doch schneller als vielleicht die anderen den Hitzetod. Wir haben bei einigen anderen Geräten Folgendes gemacht. Wir haben sie so weit belastet, dass sie auch kurz vor Tod waren, sogar so weit, dass sie sich kaum noch gedreht haben und sind dann nicht kaputt gegangen und sind nicht den Hitzetod gestorben. Wir haben aber nicht bewusst das provoziert, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt, dass alle sterben. Ja? Vielleicht hätten wir es auch bei allen hinbekommen und deswegen kann ich nicht sagen, Parkside ist jetzt hier ultra evil, ganz, ganz schlimm und böse, böse Parkside, sondern wir haben es durch unseren Fehler, ist er hier kaputt gegangen. Hätten wir den nicht gemacht, wären wir einfach auf ein langsames Ergebnis gekommen und er wäre wahrscheinlich aber nicht kaputt gegangen. Dementsprechend ist es so, dass euch das nicht passiert wäre, außer ihr habt so ganz fette Bauhandschuhe an, wo ihr Temperatur nicht merkt. Da hätte es vielleicht passieren können. Ansonsten hättest du vorher gesagt, oh, warte mal, ab spätestens ab 60 Grad wirst du sagen, oh, da habe ich jetzt keinen Spaß mehr dran. Also hier war Gewalt definitiv notwendig, weil das ist alles komplett zusammengebacken. Und schaut euch das mal an. Erst einmal finde ich das hier total witzig. Hier ist so ein Ausschalter und ich dachte, hä, wo kommt denn das her? Weil hier ist ja eigentlich eine Manschette oben drüber. Ganz einfach, dieser Schalter hier wird gezogen oder zieht das hier hin und her. Ja, ihr seht jetzt hier, zack, nach hinten. Und das macht einfach Folgendes, dass es hier das dahin zieht und da hinten, also hier so hin und her zieht. Und dann das Gerät ein- und ausschaltet. Das ist ja verrückt, habe ich noch nie gesehen sowas. Aber sei es drum. So, was ihr aber seht, ist Folgendes. Hier seht ihr es komplett verbrannt. Hier ist alles verbrannt. Hier alles kaputt und weggeschmorgelt. Ja, das sollte so auf keinen Fall normalerweise aussehen. Hier, das ist alles kaputt, kaputt, kaputt. Hin, ja. Auch hier auf der anderen Seite alles halt hin. Auf der Seite sieht man es aber auch. Hier ist es völlig verbrannt und das hier ist festgebacken. Ja. Hier ist ein bisschen was auch ausgetreten und das war kaputt. Hier seht ihr es noch mal viel döller. Ja, hier kaputt. Wirklich am Ende. Und hier sehen wir, wie es wirklich heiß hier rausgequalmt ist. Also das ist wirklich am Ende gewesen. Und ich konnte das hier auch nicht mehr drehen. Ja? Also die Scheibe an sich war nicht mehr drehbar, weil das hier eben entsprechend fest war und festgebacken. Jetzt würde mich eure Meinung interessieren, was sagt ihr zu unserem Gesamttest? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare und denkt dran, ihr könnt etwas gewinnen. Ich persönlich finde den Test eigentlich ganz cool. Wir sehen wirklich, wo die Unterschiede der Geräte sind in einer sehr engen Form. Weil wir sehen, ja okay, der eine hat relativ lange gebraucht, im Verhältnis zu denen hat 10 Sekunden länger, aber das ist halt gerade mal 10–15% länger als die anderen. Herrgott, ja, mag sein. Der Parkside ist uns übrigens, wenn man länger drüber nachdenkt, genau aus folgendem Grund kaputt gegangen. Wir haben als Testergebnis gehabt, dass er deutlichst über 1 Minute waren. Und wir waren der Meinung, das kann irgendwie nicht so ganz passen und haben dann versucht, an dem auch wirklich rumzutesten, dass wir schnell durchs Material durchkommen. Und dann haben wir halt den Fehler gemacht, dann ist er verschmorgelt. Übrigens nochmal für euch aus Interesse, diese 84 Grad, 85 Grad, die wir auf dem Wärmebild hatten, war 5 bis 10 Minuten nach dem Test auf der Oberseite des Gehäuses. Also ihr seht, da ist auch richtig ordentlich Energie drin gewesen. Ja. Was ich cool finde, Worx, unser Testsieger. Es müsste wirklich mal ein Langzeittest her, aber da schreibt ihr in die Kommentare, wie intensiv sollen wir solche Geräte noch rannehmen und was für Tests sollen wir vielleicht noch machen. Und solange wie ihr schreibt, sage ich, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.